Heute geht es primär darum, wie du Inspiration finden kannst, wie du Vorlagen findest für deine Farbtöne und wie du die gefundenen Formen einsetzen kannst. Diese Pflanze habe ich schon das ganze Jahr über beobachtet und du siehst hier, ich habe die Formen und die Linie aufgegriffen und als Inspiration genommen und dann umgesetzt. Auch andere Formen, die du jetzt einfach in der Natur findest, Blätter geben Farbtöne vor, so wie hier jetzt. Und auch ich habe einfach ganz stumpf die Form davon übernommen. Dies ist also eine Anleitung dazu, wie du selber Motive findest, wie du selber vorgehen kannst. Und ja, komm einfach mal mit an meinen Arbeitsplatz. Ich habe also ein paar Blätter gesammelt und habe mir die betrachtet. Und diesen Zweig habe ich mir genommen und diese gerade Linie finde ich toll und legte hier mal so drauf und gucke mir die Blätter nochmal genau an. Da sind so kleine Punkte drin, die Farben sind unterschiedlich, so silber und grau. Und dieses Sandgrau kann ich gut kombinieren mit den Herbstfarben. Sammle also einfach mal ein paar Blätter und sortiere dir die Blätter. Denn du siehst hier, die Blätter bilden so einen Farbübergang von hell nach dunkel. Du suchst dir also deine Farbtöne aus diesen Blättern heraus und kannst die auch dunkel und hell anmischen. Ich mische jetzt erstmal einen neutralen Sandton an, der hier passend zu den Blättern ist. Also misch dir danach einen Grundton und dann färbe ich die ganze Fläche damit ein. Das hat zwei Gründe. Der eine ist einfach, du kannst damit einen Zugang kriegen zu der Malerei jetzt, also ein einfacher Einstieg wieder, und den anderen erkläre ich später. So, ich hoffe, du siehst es überhaupt, den Farbton, denn durch das Licht sieht es leider immer ein bisschen anders aus. Ich nehme jetzt diese Blattform auf und ziehe erstmal ein paar Linien. Oh, jetzt merke ich schon, meine Kohle, die ich habe, die ist sehr, sehr kräftig und nee, das lasse ich lieber. Ich suche mir mal schnell einen Bleistift. Ich nehme jetzt ganz stumpf, sage ich mal, diese Form und ziehe die hier einfach einmal drauf und du bekommst jetzt immer mehr eine Idee von einem Bild. Mach das einfach, ohne großartig nachzudenken. Ich habe also verschiedene Farbtöne mehr angemischt. Wenn du so ein Blatt mal umdrehst, dann sieht das nämlich von der anderen Seite auch nochmal leicht rosa aus. Und deshalb fange ich hier mit einem hellen Pastellfarbton an und taste mich jetzt so langsam vor. Diese Kreise sind also jetzt dein Motiv, welches du ausmalst. Also nehme dir die Kreise nach und nach vor und male die in deinen Farbtönen aus. Jetzt habe ich wieder Fläche und jetzt ziehe ich wieder die Linie rein, um die Fläche aufzulockern. Überlege gleichzeitig, was für eine Farbe jetzt passen könnte.
Jetzt habe ich wieder Fläche und ich nehme wieder die Linien dazu und jetzt entstehen immer mehr Schnittpunkte. Und diese Schnittpunkte nehme ich als Inspiration, um die Fläche wieder neu aufzuteilen. Jetzt kann ich mit Weiß arbeiten. Und jetzt weißt du auch, warum der Farbton im Untergrund schon einen Farbton hat, denn mit dem Weiß kann ich jetzt die Fläche noch mal wieder heller betonen. Also auch mit den ganz leichten Farbtönen kann ich mit Weiß ganz gut noch mal eine Höhe schaffen. Du siehst jetzt anhand der Linien, dass so Schnittpunkte entstanden sind. Und das ist jetzt wie Malen nach Zahlen. Du hast jetzt selber so ein Malen nach Zahlen-Bild geschaffen und malst diese Schnittpunkte mal aus. Die Linien und Flächen, die ich betone, liegen mehr im goldenen Schnitt. Da habe ich auch so ein bisschen was im Buch zu geschrieben und du siehst jetzt die Linie goldener Schnitt und dass ich so quer darüber arbeite. Die Arbeit macht total Spaß, weil du mit dem Weiß ganz viel erreichen kannst und vor allen Dingen, weil es tatsächlich auch so meditativ ist. Du kannst leicht anfangen, kannst jetzt nochmal nacharbeiten mit ein paar hellen weißen Linien. Sei da einfach mutig, gib einfach eine Linie dazu. Also ich arbeite ja nur mit diesen wenigen Farbtönen, die alle so pastellig sind und sich immer miteinander ergänzen. Also es macht wirklich Spaß, aber es juckt mir natürlich in den Fingern. Ich würde jetzt hier auch gerne mit meinem Rot noch dazu arbeiten, aber ich will es nicht tun. Also es ist mal wieder sehr zwiespaltig, wie die Malerei auch oft ist. Was sagt dir die innere Stimme? Haust du da noch ein knalliges Rot dazu oder passt es in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer oder Esszimmer oder wo auch immer? Dann mach es einfach. Obwohl da ja auch viele Farbtöne drin sind, ist dieses Orange ja schon ein Highlight und ich will nur mit dem Orange halt dieses Highlight setzen. Ich überlege, wie ich noch eine Linie jetzt da reinbekomme, eine orangene Linie. Ich habe damit auch jetzt mit der Linie nochmal
ja, goldenen Schnitt in der senkrechten, ja, hier so runter, den goldenen Schnitt gezogen, und hier könnte ich natürlich auch noch so ein, ja, orangenes Motiv reinsetzen. Oder ich bleibe halt in der Aufteilung, wie ich sie vorher auch schon intuitiv gemacht habe. Ja, das Orange ist hier ein bisschen scheckig. Ich ziehe das einfach nochmal etwas nach und dann werde ich das Bild auch so lassen. Hier habe ich gerade gearbeitet und ich habe mir verschiedene Farbtöne vorab angemischt, um dann beim Malen auch entscheiden zu können, welchen ich jetzt letzten Endes verwenden möchte. Techniken lernen ist eben das eine, also malen, lernen, wie verwendet man seine Werkzeuge und all das. Aber eben Inspirationen zu finden, freie Inspirationen, und wie setzt du die um, das ist eben nochmal etwas ganz anderes. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es bitte, Dankeschön. Und falls du noch kein Abo hast, abonniere den Kanal. Im Buch auf Seite 16 findest du nochmal etwas über die Bildaufteilung in Bereiche, über den goldenen Schnitt, und da ist auch eine kleine Übung dabei, das mach ruhig mal. Auf Seite 43 findest du auch nochmal eine Anleitung, wie du in deinen eigenen Farbtönen malen kannst, und die ist, glaube ich, auch nochmal ganz hilfreich hier. So, jetzt also raus in die Natur oder geh ins Farbenmischen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf deinen Kommentar. Tschüss! Die andere Wand ist übrigens jetzt gestrichen und jetzt überlege ich, welches Bild ich wohin hänge. Tschüss!